In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die gemütlichen Chanson-Bottinen selber häkeln und im Anschluss das kuschelige Umschlagbündchen stricken könnt. Folgendes Material benötigt ihr dazu: ein Paar Original Bottich-Sohlen. Sie sind super flexibel und dennoch robust, sodass ihr sie als Haus- und als Straßenschuh verwenden könnt. Ihre besondere Form, ihr merkt schon, es gibt kein Links und kein Rechts, erlaubt es ihnen, sich individuell an euren Fuß anzupassen. So richtig bequem wird es dann mit den passenden Einlegesohlen. Ich nehme heute die Variante aus dickem Wollfilz. Außerdem benötigt ihr unser strapazierfähiges Garn für die Nullrunde und eine Woll- oder Sticknadel, um die Nullrunde an die Sohle zu nähen. Eine Schere solltet ihr auch parat haben. Und natürlich euer Garn mit den passenden Häkel- und Stricknadeln. Ebenfalls sollte die gedruckte Anleitung nicht weit sein, denn hier findet ihr die passende Maschenzahl für eure jeweilige Größe. Lasst uns mit der Nullrunde beginnen. Als erstes brauchen wir eine Bottich-Sohle, das Nullrundengarn und eine Nadel. Um abzumessen, wie viel Garn wir insgesamt brauchen, habe ich den Faden einmal um die Sohle gelegt und diese Länge insgesamt 9 Mal abgewickelt. Das wirkt ziemlich lang, aber ich nehme es doppelt, dann geht es eigentlich. Verknotet das Ende so, dass es nicht mehr durch eines der Löcher an der Sohle passt. Wir beginnen an der Ferse und stechen von innen nach außen durch das mittlere obere Loch. Jetzt stechen wir von außen in das Loch links darunter ein. Und kommen anschließend mit der Nadel wieder durch das Loch darüber zurück. Dabei ziehen wir den Faden durch die zuvor entstandene Garnschlaufe und ziehen ihn gut fest an. Auf diese Weise geht es jetzt rundherum um die Sohle. Von außen unten links in das Loch einstechen und dann darüber wieder rauskommen. Nach dem Fersenteil habe ich mich entlang der offenen Kante gearbeitet. Wir stechen immer von außen durch das Loch und ziehen den Faden durch die darüber entstandene Schlaufe. So machen wir weiter, bis wir wieder an der Mitte der Ferse angelangt sind und die Runde schließen können. Den Faden vernähen wir auf der Innenseite. Hier merkt man schon, wie praktisch die flexible Sohle ist. Man kann sie ganz einfach umklappen, so lässt sich das Fadenende leichter vernähen. Jetzt nehmen wir unser Garn doppelt und beginnen wieder in der Mitte der Ferse. Wir häkeln jeweils eine feste Masche in eine Schlaufe der Nullrunde. Die erste Runde ist manchmal etwas widerspenstig, aber das wird spätestens in der zweiten Runde einfacher. Wir arbeiten den kompletten Schuh übergangslos in Spiralrunden. Sobald eine Runde an der Ferse endet, startet die neue direkt, also ohne Sprung oder Kettmasche. Nun beginnt das Muster. Wir machen einen Umschlag,
stechen in eine feste Masche ein und holen den Faden. So haben wir 3 Schlaufen auf der Nadel. Wir machen einen weiteren Umschlag und stechen in die nächste Masche ein, um den Faden zu holen. Jetzt haben wir 5 Schlingen auf der Nadel. Wir holen noch einmal den Faden und ziehen ihn auf einmal durch alle 5 Schlingen. Abschließend noch eine Luftmasche. Wir wiederholen das Muster, bis wir wieder an der Fersenmitte angelangt sind. Wir machen einen Umschlag, stechen in die nächste feste Masche ein, holen den Faden, machen einen weiteren Umschlag, stechen in die nächste Masche ein, holen den Faden und maschen dann alle 5 Schlaufen, die wir auf der Nadel haben, gemeinsam ab. Zuletzt noch eine Luftmasche. So sieht das Muster dann aus. In den weiteren Musterrunden werden an der Fußspitze Abnahmen gearbeitet. In den folgenden Runden stechen wir immer in die Lücken ein, die durch die Luftmaschen der Vorrunde entstanden sind. Wir machen einen Umschlag, stechen in die Lücke ein und holen den Faden. Machen einen weiteren Umschlag, holen den Faden durch die nächste Lücke und maschen alle 5 Schlaufen auf der Nadel zusammen ab, um im Anschluss noch eine Luftmasche zu häkeln. Weiter geht es in der gleichen Lücke, in der wir zuletzt den Faden geholt haben. Erst danach stechen wir in die nächste Lücke ein. Um an der Fußspitze abzunehmen, häkeln wir die mittleren 4 Löcher zusammen. Dafür die Nadel in das erste Loch einstechen, den Faden holen und das Ganze mit den 3 weiteren Löchern wiederholen, sodass 5 Schlaufen auf der Nadel liegen. Den Faden holen und durch alle 5 Schlaufen auf einmal ziehen. Im Anschluss noch eine Luftmasche häkeln. Weiter geht es mit dem Muster. So sieht unser Muster dann aus und wird bis auf eine kleine Ausnahme in jeder Runde so fortgeführt. Durch die Luftmasche ist ein weiteres Loch an der Mitte der Fußspitze entstanden. In allen folgenden Runden nehmen wir hier deshalb auch eine Schlaufe auf die Nadel, sodass wir für die Abnahmen insgesamt 6 Schlaufen zusammen abmaschen. Das Muster an den Seiten und der Ferse bleibt gleich. Wie viele Runden ihr für eure Größe auf diese Weise häkeln müsst, entnehmt ihr der schriftlichen Anleitung. Für einen guten Sitz ist es wichtig, dass die Fußspitze sehr flach ist. Später dehnt sich die Wolle noch aus und euer Fuß hat genug Platz, aber auch Halt. Wenn ihr die entsprechende Anzahl an Runden für eure Größe gehäkelt habt, nehmt ihr aus den Häkelmaschen neue Maschen für das gestrickte Bündchen auf. Verteilt die Maschen gleichmäßig auf eurem Nadelspiel. Für das Bündchenmuster brauchen wir eine gerade Maschenzahl. Wenn wir alle Maschen aufgenommen haben, stricken wir für das Bündchen fortlaufend in Runden eine Masche rechts, eine Masche links im Wechsel.
Wenn wir die gewünschte Schafthöhe erreicht haben, ketten wir die Maschen locker ab und vernähen die Fäden. Das Bündchen können wir nun einfach umschlagen. Wichtig ist es noch, die Fersenlasche im Inneren gut festzunähen. Zuletzt nähen wir noch die Botti-Label an. Die Label sehen nicht nur schön aus, sondern helfen auch dabei, den rechten und den linken Schuh auseinanderzuhalten. Fertig sind unsere Chausson-Bottinen. Schuhe selber machen war noch nie so einfach.